Alrighty then, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und wo wollen wir heute hin? Hä? Was denkt ihr? Ihr habt es wahrscheinlich eh schon im Thumbnail gesehen. Natürlich wollen wir heute auf Server 7 mal reinschnuppern. Da gab es nämlich eine Nachricht. Ja, das nächste Sammelalbum. Ja. 80% sollten drin sein. Da habe ich erst mal überlegt, stimmt, ich wollte ja auch eigentlich immer mal noch ein bisschen SA machen. Und ja, das Ganze werden wir jetzt mal zumindest anfangen im Video. Und vorher aber noch so ein bisschen kurz zu der Situation auf Server 7 bei mir. Ich habe am letzten Wochenende, wo Pilzaktion Epic Event war, leider nicht mehr geschafft, auf Steam zu spielen. Das habe ich, glaube ich, auch in der Server-Rundschau gesagt. Und ich habe halt überlegt, naja, ich will jetzt eigentlich nicht irgendwie jetzt außerhalb der Aktion aufladen und da irgendwie normale Items rausfischen, zumal ich quasi da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mal den Arena-Manager, den spiele ich ja wirklich eher so teils, ja. Dementsprechend auch noch keine Runen-Upgrades hatte und jetzt überlegt habe, okay, vielleicht ist es dann sinnvoll, das vielleicht bei der nächsten Aktion zu machen. Und dann entsprechend nochmal ein bisschen das Level hoch zu pushen. Ja, also man sieht ja jetzt hier, dass da wirklich jetzt eine große Lücke herrscht zwischen vielen Spielern. Also ein paar sind so dazwischen. Ich sag mal bis 220 hier, wo es dann wirklich auch ein bisschen enger wird. Vielleicht auch 230. Müsste man irgendwann schon nochmal, am besten vor dem Elevator, hochkommen. Und da muss ich jetzt überlegen, wie oder was ich das mache. Dieser Monat ist extrem schwierig einzuschätzen. Noch schwieriger als sonst. Alle Monate, da bei uns auch ein Umzug herrscht. Und ja, dieses Projekt ist ja gar nicht so auf krass lospushen angesagt, aber natürlich hat man ja schon auch vor dem ersten Elevator jetzt ein ordentliches Ergebnis zu spielen. Und da macht es natürlich schon auch Sinn, Level mitzunehmen. Und ja, jetzt kommt das XP-Event. Da habe ich natürlich einen Nachteil mit einem niedrigeren Level. Nichtsdestotrotz lohnt sich das fürs SA und ja, deshalb dachte ich mir, brauche ich auch keine Brille aufsetzen. Da bin ich jetzt ohne Brille da, aber ich will auch keine Augen kriegen. Deshalb hole ich sie mir doch. So schon besser. Also wir sind auf der Suche nach allem, was blinkt und blankt. Und das Schöne ist, dadurch, dass der Server ja im Prinzip inaktiv ist, sind so diese Standard-Items, ja, die es schon immer gab, wie solche Ringe und sowas, sehr gern oder häufig gesehene ja, Gegner, die man hier angreifen kann. Ich könnte auch theoretisch wahrscheinlich eher nach unten gehen sogar, als nach oben, aber ist ja erstmal wurscht. Wenn man mal einen Fight verliert, ist es gar nicht so schlimm. Und da wir ja schon drüber gesprochen haben, oder da das ja das Hauptprojekt ist, dieses Servers, ne, das ist jetzt, glaube ich, der erste Part oder so von meiner Videoreihe zu diesem Projekt. Und klar, ne, die Viewzahlen und so, die sind ein bisschen runtergegangen. Das Interesse ist vielleicht eher mehr passiver Natur. Die Spieler aus meiner Gilde, ja, die sehen ja eh, was ich mache, und ich bin ja da jetzt keiner, der weit oben dabei ist. Das zieht natürlich auch mal ein bisschen mehr. Ja, oh, das sind aber hier. Ich glaube, dass die Weihnachtsmütze auch im Sammelalbum ist, aber egal, die hat geblinkt. Alles, was blinkt, greifen wir an. Ja, da kenne ich nichts. Okay. Dass ich die Heizräder aber noch nicht hatte, hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt gedacht. Und jedenfalls freue ich mich aber tierisch auf den nächsten Elevator, denn dann wird das Ganze natürlich wieder automatisch mehr in den Fokus rücken. Nicht zuletzt auch natürlich durch die ganzen Content Creator, die da mit drin stecken. Ja, schon allein der offizielle Shakes and Fidget Stream, der zieht da ja auch, und da wird nochmal schön Aufmerksamkeit auf das Projekt legen. Auch die ganzen anderen Spieler, die da dabei sind, Derafim, Davalon, Dreamscape, Tifit, ne, und der ein oder andere, der auch ja streamt. Ich glaube, Halogen habe ich jetzt gehört, streamt ja auch. Zwar noch nicht gesehen, aber er war doch auch bei uns in der Gilde, oder? Ja, ich habe schon wieder die Namen vergessen. Aber ja, das wird sehr nice werden, und deshalb will man ja da auch seinen Teil auf jeden Fall dazu beitragen. Ne? Also das ist ja auch irgendwo verständlich und klar. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich hier anfange, aber ich gehe einfach weiter. Sieht auf jeden Fall gut aus. Viele Spieler ja eher inaktiv hier auf in diesem Bereich. Ne? Und
Ich habe mir jetzt nicht ja, die Chance vielleicht gegeben, mal ein bisschen nachzuhaken intern bei Playa, aber ich habe ja schon oft drüber gesprochen, wann ich denke, wann der Elevator kommt. Jetzt die Frage natürlich, ob ihr dazu auch eine Meinung habt, spezieller Natur, wann ihr denkt, würde oder könnte der Elevator denn stattfinden. Und ich lasse es deshalb einfach mal so stehen und sage dann jetzt nichts dazu. Aber ja, ich denke, wir alle wissen, dass er kommen wird. Ne? Und also das wurde ja auch schon bestätigt. Und ja, es wurde noch nicht bestätigt, wie oft. Zumindest habe ich das noch nicht gelesen oder gehört, aber ich glaube, er kommt 4-mal im Jahr. Und ja, das deckt sich dann halt auch so ein bisschen mit meiner Meinung, die ich ja schon vertreten habe, wann ich vermute, dass der Elevator stattfinden wird, ja, der nächste Elevator-Event. Und ich glaube, dass ich mich selber aber als Char noch nicht mit W50 zu dem Zeitpunkt messen kann. Dafür war W50 einfach zum Zeitpunkt des Elevators zu alt. Ne? War ja schon deutlich über ein halbes Jahr alt. Warum habe ich den jetzt eigentlich angegriffen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da hat nichts geblinkt, oder? Habt ihr was blinken gesehen? Ich glaube nicht, ja. Aber, naja. Es wird natürlich mit jedem Angriff, den wir erfolgreich durchführen, weniger werden. Ne? Mit dem Blinken, das ist ja auch das Ziel, dass es weniger blinkt. Aber stellt euch mal vor, ich hätte jetzt alle Leute angreifen müssen. Schon wieder die Weihnachtsmütze, aber das ist ein Magier. Da liegt es an der Klasse, dass wir ja quasi Krieger, Magier, Kundschafter Sammelalbum haben und dementsprechend diese Sachen da auch hier beim Krieger schon wieder die Mütze. Also die Mütze dürfte jetzt eigentlich nicht mehr blinken bei mir. Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen. Aber das sollte jetzt nicht mehr passieren. Aber das ist auch fast das einzige Weihnachten. Gab es mal speziell nur eine Mütze zu Weihnachten? Warum die alle halt Mützen tragen? Könnte ich mir vorstellen, gibt es ja auch noch den oder gab es den Labor Day 22 Code für 2 Tage lang, gab es ja, glaube ich, eine Krawatte. War es eine Krawatte? Ich glaube, es war eine Krawatte. Ich habe es nur auf 2 Servern tatsächlich eingelöst, weil ich verpeilt habe, dass das Code nur 2 Tage gilt. Ich dachte, er gilt ein paar Tage länger. Aber, ja gut. Ach, der Gerät. Okay. Ist das der Gerät? Weiß ich nicht. Ja, aber der Gerät sagt mir auf jeden Fall was. Und das Ganze wird halt dann zum Elevator, klar, der Elevator wird sowieso Aufmerksamkeit erregen. Oh, das ist natürlich perfekt, wenn hier so ein ganzes Set dabei. Oh. Nee, den kann ich nicht besiegen im Moment. Ja, der hat sich runterfarmen lassen. Da, ja. Das ist ja das. Ich will halt jetzt nicht die Pilze so im halboffenen Bereich jetzt ausgeben. Also ich habe auch gar nicht so viele Pilze derzeit auf dem Chart drauf. Also hier warte ich tatsächlich wirklich auf die nächste Aktion, die gegebenenfalls ja auch gar nicht mehr angekündigt wird. Ich weiß es gar nicht. Ja, zuletzt wurde sie noch angekündigt. Müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, beobachten, ob das noch so passiert oder nicht. Schön, hier blinkt es wieder. Wunderbar, das Katapult nehmen wir auch mit. Wir machen gleich mal einen Zwischenstand, gucken mal, wie weit wir gekommen sind. Ich habe nämlich noch fast 300 Alu hier vor mir auf dem Char und ich dachte mir, wenn ich die jetzt schon mache, dann kann ich natürlich jetzt dann auch das SA vorher mal hochbringen. Also die Standard-Items so in den Bereichen, auch hier guck mal ein Demon Hunter, der aber nicht mehr spielt, sind es nicht. Es sind viele die Epics gewesen, es sind viele die Extras gewesen, die gefehlt haben oder auch immer noch fehlen. Dann die 150er Epics, ja, bei den 200er Epics wird es halt wahrscheinlich noch schwierig sein, die jetzt zu farmen. Für mich aufgrund dessen, dass ich auch nicht die Top-Tränke drin habe. Doch, Top-Tränke habe ich drin, aber nicht die Top-Items, beziehungsweise nicht komplett Steine drin. Da spiele ich im Moment auch sehr sparsam. Und, die Zuckerstange, da habe ich auf jeden Fall Bock, da mal dran zu lecken. Aber an meiner, ja, wobei, das will ich vielleicht dann doch nicht so sagen. Das könnte man mir wieder falsch auslegen wie betrunkene Teppichverleger. Also das muss halt auch nicht sein, ja. Schauen wir mal, haben wir hier noch was? Ja, hier die Klotzschädelkette, glaube ich, heißt sie, ne? Ja, Staring Necklace, ja. Alles, ich kenne die deutschen Begriffe dann doch natürlich besser als die englischen.
schon oft danach gesucht. Und bei der Voodoo-Kette hätte ich mir vorstellen können, fehlen mir auch noch ein paar, aber es sind echt wirklich viele Epics, ja. Okay, der Skull Ring, also da hatten wir jetzt schon mindestens 3 davon. Gibt ja natürlich 5 verschiedene Varianten, die sind aber nicht abhängig von der Klasse, sondern da geht es einfach nur um die Farbe. Oh, wir haben ein Heroes Belt. Den wir auch mal ja brauchen. Manchmal sind es auch so die mittleren Dinge. Und ich glaube, mir fehlen auch noch ein paar kleine, die im SA definitiv fehlen. Was ich jetzt halt aber gar nicht mehr weiß, ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen oder angeteasert. Es muss gar nicht sein, dass alle blinkenden Teile mir ein Prozent im Sammelalbum geben, ne? Und ich kann euch jetzt nicht auf dem Stegreif erzählen, welche dieser Items das sind. Also die man aus der Toilette bekommt, sind meines Erachtens nach nicht im Sammelalbum relevant für die XP. Hätte ich jetzt irgendwie vermutet, aber währenddessen ich es schon ausspreche, habe ich schon die Gegenfrage an mich selber, ob das überhaupt stimmt. Vielleicht gibt es ja noch einen ganz Experten unter euch in den Kommentaren, der mir diese Frage beantwortet, insofern er diese natürlich auch gehört hat. Das heißt, also wenn keiner darunter was schreibt, ist es möglich, dass es keiner weiß, aber es kann auch sein, dass es einfach gar nicht gehört wurde, weil ich das mitten im Video erwähnt habe, wie es halt so ist. Die Viewtime ist ja nicht durchgängig. Das ist auch normal. Da haben wir doch eine Voodoo-Kette, die wir noch brauchen. Ich wusste es, dass da definitiv Bedarf herrscht, wie bei dem einen oder anderen Hamsterkäufer im Discount. Also das gibt es ja auch immer Phasen, wo manche Sachen gar nicht da sind, lustigerweise. Aber die Gesellschaft, die schlägt sich auch aus auf Shakespeare, das ist ganz klar. Haben wir noch. Ich würde noch sagen, 3 blinkende Gegner greifen wir mal an und dann schauen wir mal, wo wir bei den Prozenten sind. Ich habe mir jetzt gar nicht gemerkt, wo ich gestartet bin. Ich glaube, bei 72, knapp unter 72, sind wir gestartet. Man kann sich es natürlich noch mal im Video angucken, wenn man lustig ist. Aber wir sagen einfach, ich bin bei 50 gestartet. Und dementsprechend nicer sieht das dann gleich aus, wenn wir reinschauen, wie viel wir denn haben. Finished, okay. Nice, das ist gut. Jetzt haben wir eine ganze Weile gar keinen gefunden. Solche Phasen soll es halt auch geben. Da haben wir noch mal so einen Diamond Ring, genau. Okay, das ist natürlich perfekt, wenn die Bezeichnung des Rings im Deutschen und im Englischen einfach fast identisch ist, aufgrund der wörtlichen Übersetzung. Dann haben wir noch mal ein Torso für den Scout als Epic. Ich glaube, das könnte auch 150er Epic gewesen sein. Da haben wir noch mal Schuhe für den Magier vom Weihnachtsmann. Ja, also. Oh, aber der ist auch... Oh, warte mal, wer war denn das? Wer war denn das jetzt hier? Footsore. Roadwaller. Okay, der hat noch ein ganz gutes Schadensattribut und hier muss ich halt ragen. Aber wenn ich nicht rage, dann passiert auch nichts. Dann kann ich nicht gewinnen. Oh, das war bitter. Haut da natürlich nochmal einen Crit raus. Hat auch mega viel Damage. Also wirklich gute Waffe da drin. Hier brauchen wir den Klassenvorteil. Er fängt halt auch permanent an. Wieso fängt er permanent an? Ja, wir haben beide Erstschlag drin, aber warum fange ich dann nicht an, wenn ich ihn angreife? Das sollte man auch mal ändern. Na? Wobei, gut, ja, das ist vielleicht dann auch ein bisschen unfair. Dann ist derjenige in der Ehrenhalle vorne, der halt einfach der Aktivere ist, ja, wenn es darum geht. Boah, aber ich schaffe ihn auch nicht einmal. Mal 5 Rages hintereinander. Wo sind die ganzen Rages? Komm schon, Leute. Ich greife den jetzt so lange an, ne? Ja, easy. Easy. Okay, jetzt habe ich natürlich nicht gesehen, wie viele Bilder, aber wir sind immerhin schon bei über 75%. Also mindestens 3% sind wir, glaube ich, vorgekommen. Und da muss ich jetzt aber trotzdem auch noch offline weiterschauen. Wir wollten natürlich nicht die ganze Zeit hier SA sehen. Beim Scout und beim Krieger fehlt mir dann doch noch ein bisschen was. Und wir sehen schon, mir fehlen auch viele kleine Items. Also da muss ich noch mal in der Ehrenhalle deutlich weiter unten schauen. Allein schon mega viele Waffen, die mir fehlen. Okay, Skullcracker ist jetzt nicht ganz unten. Den kann man auch mal als besserer Spieler gewinnen, aber die meisten Waffen sind dann doch eher die hinteren, also in diesem Bereich hier. Deshalb, da fehlen mir schon auf jeden Fall einige, ja. Und auch bei dem Scout fehlen mir ein paar Waffen. Das ist auch mal der Fall. Hier fehlen mir auch noch ein paar Epics teilweise. Aber,
kommt Zeit, kommt dran. 3% immerhin schon mitgenommen. Deshalb hoffe ich auch, irgendwo hat es euch gefallen. Die Begleitung dieses Projektes auf diesem Server macht mir halt mega viel Spaß. Und ich freue mich dann auch, wenn ich das erste Mal ein Video dann zum Elevator machen kann. Also da bin ich schon immer noch so ein bisschen hyped. Also es hypt mich, ich muss sagen, dieser Server hat für mich im Moment neben meinem Major die höchste Priorität. Ja, deshalb ist er bei mir auch in der Liste. Ich habe das mal nach Priorität hier gelistet. Also S41 und S7 kommt dann danach. Dann kommt W50, dann W54, dann S23. Aber ja, da guckt man auch immer rein. Also an meine Gildenkameraden da auf S23. Ich spiele ja hier auch nicht immer 300 Alu. Das ist halt das, was ich damit sage. Hier auf diesen beiden Servern muss ich es machen. Und hier habe ich ja im Moment die Raid-Hilfe. Irgendwann fällt W54 hinter S23, denke ich. Ja. So, genau. Dann, ja, haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.